Thomas, ich zeige dir jetzt mal, was mein aktuelles Handy nachts für Aufnahmen macht. Jetzt sind wir bei der Wir sind GoPro. jetzt hier im Hof. Ja, wie komme ich überhaupt auf so eine Idee? Ja, das ist einfach so, weil mein Kumpel Tom aus Hamburg, der Thomas, der hat da so ein schönes Video hochgeladen. Eigentlich schönes Video, aber er hat das mit seiner Insta360 aufgenommen und die Qualität ist eigentlich irgendwie für mich unterirdisch. Also ich hätte das in der Form nicht hochgeladen, weil es die Kamera einfach nicht hergibt. Und deswegen kam ich auf die Idee, ihm das mal zu zeigen, was ein einfaches Handy besser kann, wie so eine Insta360 oder GoPro oder sonst irgendwas. Also mal ganz ehrlich, wenn ihr euch das mal anguckt, das Video, das ist jetzt hier ziemlich unscharf. Ihr könnt es auch gerne mal, ich mache den Link mal unten rein, dann könnt ihr euch das im Original ansehen. Ja, die Kamera hat einfach nicht die Möglichkeit, das darzustellen, wie man das gerne hätte. Und ja, was soll ich sagen, so ein einfaches, modernes Handy kann es einfach besser. Warum und wieso, sei mal dahingestellt. Die machen einfach mehr Optimierung auf diese ganzen Kamerafunktionen. Diese Action-Cams sind halt mehr ausgelegt auf diese ganzen Vibrationen. So, wenn ich jetzt hier mit meiner GoPro hier rumwackel und es funktioniert. Aber für solche Aufnahmen ist so ein Gerät völlig ungeeignet. Und das könnt ihr jetzt mal sehen, wenn wir die beiden Bilder vergleichen. Ich habe diesen Lauf zweimal gemacht. Einmal mit meinem Handy und dann nochmal mit der GoPro. Und ihr könnt ganz 1:1 die Ergebnisse sehen. Ja, wie komme ich jetzt überhaupt auf die Idee, so ein Video zu machen? Okay, das ist halt, weil mein Kumpel Tom aus Hamburg, der hat hier so ein Video hochgeladen. Ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt. Da hat er so eine Hafenrundfahrt gemacht. Und das Bild ist richtig nicht schön, sagen wir mal so. Und das liegt daran, weil er das mit so einer Action-Cam gemacht hat. Soviel ich weiß, hat er so eine Insta360, irgendwie so das neueste Modell. Soll besser sein wie eine GoPro, aber es funktioniert trotzdem nicht. Und deswegen machen wir jetzt mal den Vergleich mit meiner GoPro 11 und mit dem Handy, wo ich gerade filme. Und wenn ihr seht, diese Aufnahmen sind viel besser wie das, was die GoPro liefert, mit Scheinwerfer. So, hallo Thomas, ich zeige dir jetzt mal, was mein aktuelles Handy nachts für Aufnahmen macht. Wir sind jetzt hier im Hof. Wir vergleichen das mal mit einer Hafenrundfahrt. So, da haben wir oben schöne Beleuchtung. Ich wollte dir nur mal zeigen, was so ein Video. Da geht ein Scheinwerfer an. Da kann man irgendwo reingehen. Hier stehen Autos. Da geht noch ein Scheinwerfer an. Wir gehen durch die dunkle Einfahrt hier. Überall sind Lichter. Ich habe auch hier so eine Videostabilisierung in dem Handy. Das ist gar kein Thema. Aber dafür haben wir nur die 30 FPS und keine 60. Und selbst hier, wenn ich auf die Straße gehe, das ist stockduster. Da sind auch so komische LED-Lampen. Und es geht bei uns in der Einfahrt das Licht an. Und jetzt schauen wir gleich mal, was dabei rausgekommen ist. Weil das ist schon sehr dunkel hier. Wenn ich das mit der GoPro filmen würde, wäre gar kein Vergleich. Da siehst du überhaupt nichts. Deswegen vergiss das mit deiner Kamera da. So, ich wackel jetzt nochmal extra hier hoch, runter, um das zu sehen, dass diese Bildstabilisierung arbeitet. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Jetzt drehe ich mal um und guck mal, ob meine Fresse auch noch reinpasst. Daumen hoch und weiter. Ja, hallo Thomas. Das ist jetzt ein exklusives Video für dich. Ich zeige dir jetzt genau das, was ich mit dem Handy aufgenommen habe. Nochmal mit der GoPro. Ich weiß, deine Insta kann das besser, aber anscheinend nicht viel besser. So, und jetzt starten wir mal hier das Video auf meinem Handy. Habe ich schon mal vorbereitet. Und dann gehen wir mal den Weg nochmal ab. Thomas, jetzt mal, was mein aktuelles Handy nachts für Aufnahmen macht. Wir sind
hier im Hof. Wir vergleichen das mal mit einer Hafenrundfahrt. So, da haben wir oben schöne Beleuchtung. Ich muss dir nur mal zeigen, was so ein Video. Da geht ein Scheinwerfer an. Da kann man irgendwo reingehen. Hier stehen Autos. Da geht noch ein Scheinwerfer an. Wir gehen durch die dunkle Einfahrt hier. Überall sind Lichter. Ich habe auch hier so eine Videostabilisierung in dem Handy. Das ist gar kein Thema. Aber dafür haben wir nur die 30 FPS und keine 60. Und selbst hier, wenn ich auf die Straße gehe, das ist stockduster. Da sind auch so komische LED-Lampen. Und es geht bei uns in der Einfahrt das Licht an. Und jetzt schauen wir gleich mal, was dabei rausgekommen ist. Aber das ist schon sehr dunkel hier. Wenn ich das mit der GoPro filmen würde, wäre gar kein Vergleich. Da siehst du überhaupt nichts. Deswegen vergiss das mit deiner Kamera da. So, ich wackel jetzt nochmal extra hier hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, um das zu sehen, dass diese Bildstabilisierung arbeitet. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Jetzt drehe ich mal um und gucken, ob meine Fresse auch noch reinpasst. Daumen hoch und weiter so. Nee, Bild in Bild. Für Aufnahmen macht. Wir sind jetzt hier im Hof. Wir vergleichen das mal mit einer Hafenrundfahrt. So, da haben wir oben schöne Beleuchtung. Ich muss dir nur mal zeigen, was so ein Video. Da geht ein Scheinwerfer an. Da kann man irgendwo reingehen. Hier stehen Autos. Da geht noch ein Scheinwerfer an. Wir gehen durch die dunkle Einfahrt hier. Überall sind Lichter. Ich habe auch hier so eine Videostabilisierung in dem Handy. Das ist gar kein Thema. Aber dafür haben wir nur die 30 FPS und keine 60. Und selbst hier, wenn ich auf die Straße gehe, das ist stockduster. Da sind auch so komische LED-Lampen. Und es geht bei uns in der Einfahrt das Licht an. Und jetzt schauen wir gleich mal, was dabei rausgekommen ist. Weil das ist schon sehr dunkel hier. Wenn ich das mit der GoPro filmen würde, wäre gar kein Vergleich. Da siehst du überhaupt nichts. Deswegen vergiss das mit deiner Kamera da. So, ich wackel jetzt nochmal extra hier hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, um das zu sehen, dass diese Bildstabilisierung arbeitet. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Jetzt drehe ich mal um und gucke mal, ob meine Fresse auch noch reinpasst. Daumen hoch und weiter so. Ja, und was ist jetzt unser Fazit daraus? Jede Kamera hat ihre Daseinsberechtigung in ihrem bestimmten Bereich, aber nicht jede Kamera kann alles abdecken. Genauso kann die Handykamera nicht super Aufnahmen machen, genauso kann die GoPro keine super Aufnahmen machen und genauso kann keine Canon EOS irgendwelche Actionaufnahmen so gut machen wie die GoPro. Man braucht halt verschiedene Kameras für verschiedene Anwendungen und darüber sollte man sich im Klaren sein. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau in dem Bereich. Die Handys sind da sehr weit entwickelt, deswegen kann man mit so einer Handycam ganz gut arbeiten und alles andere Spezielle. Ja, da könnt ihr euch überlegen, ihr habt es ja jetzt gesehen, wer wie, wo, was, wie, wann macht. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und das Video bis zum Ende gesehen habt. Abo dalassen, freut mich. Und Kommentar dürft ihr auch gerne dalassen. So long, euer Heiko aus Haus Nummer 18.